Faszination virtuelle Welt. 10 Stunden im Internet täglich unterwegs. Für Tristan Wilke war das bis vor einem Jahr ganz normal. Der 21-Jährige hat zum Glück selbst erkannt, dass er internetsüchtig ist und hat die Notbremse gezogen. Es fängt dann da an, wenn man andere Sachen vernachlässigt, die, was weiß ich, Klassiker, Hygiene, Freunde, Familie oder halt zum Beispiel Arbeit, wenn man auf der Arbeit Videos guckt oder halt einfach nicht produktiv ist. Oft beginnen die Probleme schon im Kindesalter, so auch bei dem 21-Jährigen. Er schaut sich YouTube-Videos an, vor allem Online-Spiele, und surft herum. Es geht sogar so weit, dass er auch in seinem Job als Fachinformatiker ständig online ist. Meistens bin ich aufgestanden, war morgens schon am Handy, dann auf der Fahrt zur Arbeit war ich am Handy. Dann bin ich auf die Arbeit gekommen. Als Informatiker arbeitet man halt viel alleine, muss sich auch durch ein Problem durchbeißen, muss da dranbleiben. War dann halt schnell frustriert und habe dann mal im Hintergrund ein YouTube-Video gehört, was auch an sich als Informatiker jetzt nichts Besonderes ist. Aber das ist dann halt immer mehr geworden. Es entstand ein Teufelskreis. Tristan Wilke vernachlässigt seine Arbeit, isoliert sich immer mehr. Sein ganzer Tag dreht sich ums Internet. Sein soziales Leben bleibt auf der Strecke. An sich habe ich viele Freunde, viele Hobbys gehabt. Das Problem war dann halt, dass sie eher eine zweite Stellung eingenommen haben. Das war nicht mehr so wichtig wie das Surfen. Und dann hat man lieber gesurft, war man lieber im Zimmer, hat man dann logischerweise gehockt, war auf dem Bett, hat sonst nichts mehr unternommen. Ja, und dann hat das halt auch irgendwann weniger Bedeutung gehabt, der Sport. Dann hat man es weniger gemacht, ist mal fauler geworden. 5 Monate war Tristan Wilke stationär in einer Suchtreha-Klinik. Danach weitere 12 Wochen zur Rückfallprophylaxe. Eine Zeit, in der er viel gelernt hat. An sich findet man natürlich Freude einfach wieder an anderen Dingen, an Sachen wie, was weiß ich, rausgehen mit Freunden. Man findet dann natürlich auch Freunde und Kollegen, die dieselben Probleme haben, mit denen man sich unterhalten kann. Und man findet auch so ein bisschen wieder das Interesse, neue Sachen zu finden für sich selber und zu gucken, was einem Spaß macht. Seit rund 6 Monaten ist Tristan Wilke ambulant in Therapie. In der Ambulanz für Spielsucht in der Uniklinik Mainz wird er von Dirk Dreyer einmal pro Woche betreut. Der Diplom-Soziologe erklärt das Phänomen der Internetsucht. Betroffene selber merken das vergleichsweise spät, weil eine Funktion der Internetsucht ist, dass Emotionen nicht mehr so sonderlich gut wahrgenommen werden. Das wird überdeckt durch das Internetnutzungsverhalten. Also man möchte Emotionen, die negativ sind, nicht so spüren, geht dann vielleicht online, schaut eine Serie. Und die Funktion dieses Emotionen nicht mehr so wahrnehmens ist natürlich, dass man sie für sich selber auch nicht mehr so präsent hat. Bei Tristan Wilke ist der Online-Konsum seit der Therapie limitiert. Sein Handy hat Sperrzeiten zu seinem eigenen Schutz. Corona hat die Lage zudem verschärft. Vor allem Jugendliche haben mehr Zeit an Handy und dergleichen verbracht. Über Social Media wurden Kontakte mit Freunden und Familie gehalten. Wichtig ist nun, dass der Alltag nicht darunter leidet, man sich trotzdem mit Freunden trifft und Dinge unternimmt, die Spaß machen. Wenn man feststellt, das klappt jetzt gerade nicht gut, ich nehme doch lieber das Gerät in die Hand, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr kritisch dahingehend, dass man weiter sich hinterfragen sollte, warum mache ich das jetzt gerade? Denn Alltag und soziale Kontakte sollten keinesfalls unter dem Internetkonsum leiden. Tristan Wilke hat deshalb Konsequenzen gezogen. Ich muss dann ja meinen Job kündigen als Informatiker, logischerweise bei Mediensucht. Und dann bin ich jetzt am gucken, was interessiert mich überhaupt, was will ich sonst machen, was für einen Job, wofür kann ich mich begeistern. Und da will ich dann gucken, dass ich da dann Praktika mache und dann voll durchstarte. Ein neuer Job soll ihm helfen, die Internetsucht für immer hinter sich zu lassen. Da ist er hoffentlich auf einem guten Weg. Einen ganz anderen Weg ist Ulrike Wolpers mit ihrem Sohn gegangen. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und hat ein Buch darüber geschrieben. Das ist sehr schön, dass Sie heute da sind, Frau Wolpers. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ihr Sohn war ja sehr, sehr jung, 10 gerade mal, als er süchtig nach Zocken am Handy wurde. Sie haben 3 Kinder insgesamt und die anderen beiden, die sind älter.
bei denen war das kein Problem. Was war bei Ihrem Sohn anders? Ja, mein Mann und ich haben allen 3 Kindern zum 10. Geburtstag ein Handy geschenkt. Das war halt vom Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Meistens waren das ausrangierte Handys von uns. Und der große Unterschied bei unserem 3. Kind war, das Handy war internetfähig. Also wäre das sozusagen gleich mal Ihr erster Tipp, nicht, weil es gibt ja quasi nur noch Smartphones, ne, die internetfähig sind. Also damit nicht zu früh anfangen? Ja, auf jeden Fall. Und wenn das Gerät internetfähig ist, haben Sie natürlich auch noch viele Möglichkeiten, trotzdem das Internet einzuschränken. Genau, also das ist ganz wichtig, dass man das sagt und nicht einfach so, es geht ja nicht anders. Oder man ist ja manchmal auch von den anderen Eltern so ein bisschen unter Druck. Die Kinder sagen ständig, aber der oder die darf das auch. Also da tatsächlich wirklich irgendwie nicht zu früh mit anfangen. Und es ist vielleicht auch eine Typfrage, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten 2 Kinder von uns sind Mädchen und das 3. Kind ist ein Junge. Und da gibt es schon Unterschiede. Und natürlich ist unser Sohn auch sehr unternehmungslustig. Der probiert gerne Dinge aus und hat sich da was einfallen lassen. Woran haben Sie denn gemerkt, dass er süchtig ist? Ja, also irgendwann hing dann der Familiensegen schief, weil sich wirklich alles noch, wie gerade eben in dem Beitrag, alles darum drehte, ins Internet zu kommen, um spielen zu können. Ne? Und wir sind eine Familie, wir spielen eigentlich auch gerne zusammen Gesellschaftsspiele. Das war dann gar nicht mehr interessant. Er verkroch sich so ein bisschen in sein Zimmer und auch die Verabredungen wurden seltener. Wenn Nachbarskinder vor der Tür stand, wollte er plötzlich lieber zocken gehen. Und dazu kam, dass dann auch irgendwann Rechnungen ins Haus geflattert kamen von diesem Spielehersteller. Okay. Und dann gab es aber auch so einen Schlüsselmoment, ja, glaube ich. Ich habe im Buch das gelesen, boah, da lief es mir echt kalt den Rücken runter. Ja, das ist die Schlüsselszene in dem Buch Bola Brü brennt. Das war an Halloween, da war so ein Fortnite-Event, da wollte er unbedingt dran teilnehmen. Und ich hatte ihm das auch erlaubt, aber halt natürlich nicht die ganze Nacht. Und mit dieser zeitlichen Einschränkung kam er nicht klar. Und dann ist er wirklich physisch, also körperlich, hat er so einen Zusammenbruch. Der ist ganz blass geworden, ein Schweißfilm im Gesicht. Und also man hatte ihm richtig angesehen, wie er gelitten hat, ja, wie verzweifelt er war. Und da dachte ich, also das ist jetzt wirklich nicht mehr normal. Er braucht Hilfe und unsere Familie braucht Hilfe. Okay, dann haben Sie mit ihm zusammen eine ambulante Verhaltenstherapie gemacht. Also er eigentlich, aber Sie haben gesagt, Sie waren die Suchtmanagerin. Über 7 Monate. Was war jetzt eigentlich das Ziel von der Therapie? Ja, das Ziel, da muss nie wieder Computer spielen, wahrscheinlich ist illusorisch, oder? Ja, im ersten Moment wünscht man sich das vielleicht, aber das haben wir dann sehr schnell auch in dem Gespräch mit dem Therapeuten festgestellt, dass das nichts bringt. Anders zum Beispiel als bei einer Alkoholsucht ist die vollständige Abstinenz ja gar nicht möglich, denn schon morgens um 7:10 Uhr im Schulbus sieht das Kind ein Dutzend Kameraden, die spielen. Ne? Das heißt, das Internet durchdringt ja alle Lebensbereiche. Das heißt, das Ziel war, kontrolliert zocken lernen, also kompetent. Denn die Spiele hatten ja das Kind kontrolliert und er hat in der Therapie gelernt, dass er selber bremsen kann, aussteigen kann, dass er das wieder kontrolliert. Das hat er gelernt. Wie sah der Weg dahin aus? Es fing schon, glaube ich, erst mal mit einem kalten Entzug an. Ja, genau. Das ist sehr ähnlich wie mit jeder Drogensucht auch. Also 6 Wochen, das war ganz schön hart. Da durfte er noch nicht mal ein Handy anfassen. Er hatte natürlich seins dann gar nicht. Man musste das abgeben. Es wurde konfisziert. Durfte aber auch keins von uns haben. Er durfte nicht ins Internet, gar nichts. Wahnsinn. Und dann? Ja, und dann begann halt im Zusammenspiel, im Team mit dem Therapeuten eine Verhaltenstherapie. Der ist dann sozusagen auf den digitalen Idiotenhügel raufgegangen und musste jetzt erstmal wieder das lernen, wie man ins Internet geht, aber kontrolliert. Ne? Er bekam dann sein Handy zurück, was wir aber frisiert haben vorher. Er konnte nur noch damit telefonieren. Und dann haben wir Schrittchen für Schrittchen, wenn er das geschafft hat, weitere Funktionen freigeschaltet. Und er hat praktisch das Bremsen geübt, ne? Nach 10 Minuten das abzugeben. Und das hat er gut gemacht. Ich glaube, das Problem haben ja total viele Eltern. Man fühlt sich so furchtbar machtlos und fragt oder hofft eigentlich immer nur, hoffentlich geht das alles gut und sowas passiert nicht so krass. Was würden Sie denn jetzt sagen, so im Nachhinein? Was wären Ihre super Tipps, wie man sowas verhindern kann? So mein erster Supertipp wäre, dass man sich wirklich Zeit nimmt als Eltern, in der Woche 1-2 Stunden das einplant, dass man in Ruhe hinschauen kann, was die Kinder im Internet machen. Und zwar nicht gestresst, nicht unter Zeitdruck und auch vor allem auch nicht mit diesen negativen Erwartungen. Ja. Man darf das nicht verteufeln. Das Internet ist da, das wird auch bleiben. Das hat ja auch sehr viele positive Seiten. Also nicht verteufeln, hingucken, sich dann auch selber informieren. Also ich habe gemerkt, die ganze Familie, die Eltern,
Eltern, die Kinder, alle profitieren davon, wenn wir in unsere eigene digitale Medienkompetenz investieren. Also Newsletter abonnieren von einer Initiative, zum Beispiel Schau hin, und die Newsletter auch lesen und bei Fragen vielleicht mal weiter recherchieren oder sich mit Freundinnen, also mit anderen Eltern austauschen. Einfach ein bisschen à jour bleiben, da am Ball bleiben. Aber das Wichtigste ist ein Vorbild sein. Ja, denn auch, das stimmt. Auch Ja. wir, auch die Mütter und die Eltern, wenn man sich da das mal selber alles kritisch anschaut, dann ist man ganz überrascht. Wir merken uns das. Danke, Frau Wolpers, dass Sie da sind. Dankeschön.